Hallo und herzlich willkommen zu den Future Hamburg Talks. Mein Name ist Marilena Behrens und ich begrüße heute ganz herzlich Ulf Schönheim von der Regionalwert AG Hamburg. Herzlich willkommen. Dankeschön, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin sehr gespannt. Du bist bei der Regionalwert AG Hamburg, wie ich schon gesagt habe. Und das ist eine Bürgeraktiengesellschaft mit dem spannenden Ziel, eine enkeltaugliche Land- und Lebensmittelwirtschaft zu ermöglichen. Bevor wir genauer darauf eingehen, wie ihr das genau mit Aktien macht, was ist eine enkeltaugliche Lebensmittel- und Landwirtschaft? Das ist eine Land- und Lebensmittelwirtschaft, die so funktioniert, dass es eben auch in 30, 40, 50 Jahren noch funktioniert. Wir haben ja in den letzten Monaten und Jahren gesehen, dass auch in der Lebensmittelwirtschaft globale Lieferketten eine wahnsinnig große Rolle spielen. Und das ist aus unserer Sicht nicht nachhaltig. Also wenn es Störungen gibt in den Lieferketten durch Corona, durch zum Beispiel den Ukraine-Krieg, dann kann das starke Effekte auch auf die Landwirtschaft in der eigenen Region haben, weil man teilweise gar nicht weiß, dass die Lebensmittel bzw. die Vorprodukte der Lebensmittel teilweise aus der ganzen Welt kommen. Das fängt an beim Stickstoffdünger, der mit sehr hohem Einsatz an fossilen Energieträgern, Erdgas in der Regel in Osteuropa, in Russland hergestellt wird zum Beispiel, beim Saatgut, was von großen Riesenkonzernen in Ostasien zum Beispiel produziert wird, dann mit dem Schiff hierher kommt, in den Niederlanden vorgekeimt wird und dann hier von Saisonarbeitskräften in die Erde gebracht wird. Und wenn man dann einen Kohlrabi hier in Hamburg auf dem Wochenmarkt kauft und denkt, das ist jetzt aber das regionalste Produkt, weil der aus den Vier- und Marschlanden kommt zum Beispiel und gar nicht weiß, dass die gesamte Lieferkette, die zu diesem Kohlrabi geführt hat, global ist, dann kann man Fragezeichen dran machen, ob das ein wirklich regionales Produkt ist. Und wir wollen die Lieferketten hier bei uns in der Region möglichst kurz halten, und die Betriebe, die daran beteiligt sind, so aufstellen, dass sie eben untereinander möglichst viel Produkte und Leistung tauschen. Und wir holen über unsere Aktien die Bürgerinnen und Bürger an Bord, machen ihnen ein Angebot und sagen, hier, du kannst Miteigentümerin, Miteigentümer an dieser ganzen Geschichte werden. Und ihr gebt nicht börsennotierte Aktien an Bürgerinnen und Bürger raus. Mittlerweile, habe ich gelesen, sind es roundabout, wahrscheinlich sogar mittlerweile mehr, 1600 AktionärInnen, die daran beteiligt sind. Und wie kann ich mir das vorstellen? Also wie funktioniert das? Wie funktioniert euer Geschäftsmodell? Also wir geben regelmäßig Aktien aus. Eine Aktie kostet mittlerweile 600 € bei der letzten Aktienausgabe. Den Preis werden wir im Herbst, wann die nächste Aktienausgabe startet, stabil halten. Die Aktien gibt's nur bei uns. Die sind, wie gesagt, nicht börsennotiert, weil eine Börsennotierung erstens sehr teuer ist und zweitens dem Modell nicht angemessen ist, weil es uns nicht tatsächlich um kurzfristige finanzielle Erfolge geht, sondern tatsächlich um Nachhaltigkeit, um Enkeltauglichkeit. Man kann also sich bei uns melden zu Zeiten der Aktienausgabe oder vorher. Also wir reservieren auch gerne Aktien. Kann dann sagen, ich hätte gerne 1, 2, 3, 4, 5 Aktien, 600 €. Kann bei uns online oder per Post die Zeichnungsunterlagen anfordern, füllt die aus und schickt sie uns zurück. Und dann bekommt man ein Annahmeschreiben und wird dann Miteigentümer in dem Moment. Also rechtlich ist es so, dass man Aktionär, Aktionärin ist in dem Moment, wo die Aktienausgabe abgeschlossen ist und ins Handelsregister eingetragen ist. Und dann gehört einem ein Stück der Regionalwert AG Hamburg, ein Stück unseres Netzwerks und der Betriebe, an denen wir uns beteiligen. Denn das Geld, was wir über diese Aktienausgaben einnehmen, das investieren wir in Betriebe in der gesamten Wertschöpfungskette. Das heißt vom Acker bis zum Teller. Das fängt an bei landwirtschaftlichen Betrieben, die Investitionsbedarf haben, die zum Beispiel von jungen Leuten übernommen worden sind, die Landwirtschaft gelernt, studiert haben, Praxiserfahrung haben, aber zufälligerweise keinen Hof in der Familie haben. Denn so einen Hof kann man sich nicht einfach aus der Portokasse kaufen, schon gar nicht als junger Mensch. Und wenn man auch keine Sicherheiten hat, also wenn man zum Beispiel die Hofstelle nur kauft und das Land ist gepachtet, dann ist man ganz schnell auch bei der Bank wieder draußen, weil das einfach nicht besicherbar ist. Bei uns gibt es im Gegensatz zur Bank gibt's eben Eigenkapital. Wir werden Miteigentümer und dadurch wird die Finanzdecke des Betriebs gestärkt. Das beschränkt sich aber nicht nur auf die Landwirtschaft, sondern wie gesagt auf die gesamte Wertschöpfungskette. Das heißt, wir investieren auch in lebensmittelverarbeitende Betriebe.
also Molkereien, Bäckereien, also alles so, was Lebensmittelverarbeitung macht, und in Handel und Gastronomie. Das heißt in Betriebe, die die Lebensmittel dann hinterher verkaufen oder tatsächlich den Leuten abends auf dem Teller servieren. Und das hier in Hamburg, unser Flaggschiff ist die Horbenkök im Oberhafen, wo es sehr viele Produkte aus dem Netzwerk zu kaufen gibt. Dann die Idee ist natürlich, und die häufigste Frage auch unserer Aktionärinnen und Aktionäre ist, wo kann ich denn die Sachen kaufen? Genau. Und das erzählen wir ihnen natürlich sehr gerne. Genau, weil die AktionärInnen, die bekommen bei euch ja keine direkten finanziellen Dividenden ausgeschüttet, wenn sie EigentümerInnen sind durch die Aktien. Aber der Vorteil oder der Mehrwert, den sie dadurch haben, liegt ja vor allem auch darin, dass sie sehen können, was auf dem Teller landet. Also dass sie partizipieren an der enkeltauglichen Landwirtschaft, die dann hoffentlich dadurch bestehen bleibt. Habe ich das richtig verstanden? Genau, also die Aktionärinnen und Aktionäre sind einfach nah dran. Sie wissen, was mit ihrem Geld passiert, also wo das investiert ist, in welche Höfe, welche Gastronomiebetriebe und welche Verarbeiter. Sie kaufen tatsächlich explizit und gezielt dort mehr ein. Dazu rufen wir auch insbesondere jetzt natürlich, wo Preissteigerungen auch viel eine Rolle spielen und viele kleine Betriebe Schwierigkeiten haben, jedes Mal auf. Also wir haben unser Zentralorgan quasi ist ein regelmäßiger Newsletter, wo wir den Leuten eben erzählen, was ist bei den Partnerbetrieben los, wo gibt es einen neuen Partnerbetrieb, hat ein neuer Partnerbetrieb vielleicht eine neue Verkaufsstelle, wie arbeiten die Betriebe zusammen, wo kommen die Sachen dann letztlich her und wie landen sie auf dem Teller. Und das ist genau das, was die Leute wollen. Und das funktioniert tatsächlich sehr gut. Also die Betriebe, die Vermarktung haben, merken das tatsächlich an der Kasse oder an der Theke. Dass die Leute dann sagen, ja, ich bin Regionalwirt-Aktionär. Oder auch Firmen, die bei uns Aktien gezeichnet haben, die dann zum Beispiel die Weihnachtsgeschenke für ihre Mitarbeiter über Partnerbetriebe von uns organisieren. Und das hilft natürlich allen. Und so funktioniert ein Wirtschaftsverbund, in dem die Partnerbetriebe kooperieren und in dem die Aktionärinnen und Aktionäre möglichst viel bei den Partnerbetrieben einkaufen, was dann letztlich dann auch den Partnerbetrieb nutzt und natürlich auch uns, weil unser Geld für den Partnerbetrieb gibt es natürlich auch nicht umsonst. Und je besser ein Partnerbetrieb funktioniert, desto besser funktioniert es letztlich für alle. Und so arbeiten alle in die gleiche Richtung. Klassischerweise ist es ja in der Land- und Lebensmittelwirtschaft so, dass man häufig einfach nur mit dem Finger aufeinander zeigt. Also Verbraucherinnen und Verbraucher sagen, die Landwirtschaft macht Maiswüste und Monokulturen, das will ich aber nicht. Und die Landwirtschaft sagt, ja, aber die Verbraucherinnen und Verbraucher wollen es aber billig, beziehungsweise der Handel drückt uns im Preis und wir können gar nicht anders als möglichst billig produzieren, was ja häufig heißt, dass die Kosten einfach nur woanders sind. Also eigentlich gibt es keine billigen Lebensmittel, sondern die Kosten sind nur woanders. Also billiges Fleisch heißt schlechte Tierhaltung, heißt teures Wasser, heißt Antibiotikaresistenzen und so weiter. Und es wäre sehr, sehr viel sinnvoller, alleine im Sinne einer Prävention, das gleich von Anfang an vernünftig zu machen. Und dazu gibt es mittlerweile tatsächlich auch Tools im Regionalwertzusammenhang, dass Landwirte tatsächlich in Euro und Cent berechnen können, was ihre Nachhaltigkeitsleistungen wert sind. Und das weisen wir auch jedes Jahr einmal aus. Also wir befragen unsere Partnerbetriebe und zeigen unseren Aktionärinnen und Aktionären jährlich mit einem Nachhaltigkeitsbericht, was die sozialen, ökologischen und regionalökonomischen Leistungen im Regionalwertnetzwerk wert sind und wie der Nachhaltigkeitsgrad in Prozent ist. Das heißt, sowohl als Partner als auch als Aktionär, Aktionärin kann ich sozusagen sehen, was der wirkliche Impact davon ist. Und das bringt mich nochmal auch zu der Frage, du kommst ja ursprünglich aus der Finanzbranche, bevor du zur Regionalwert AG auch gekommen bist. Und deswegen interessiert mich, was ist vielleicht auch deine persönliche Motivation? Was fasziniert dich an dem Thema? Wie bist du zur Nachhaltigkeit gekommen oder war das schon immer Teil deines Lebens, dich auch dafür einzusetzen, zu engagieren? Also ich komme aus einer Familie, die immer sehr viel selbst gekocht hat und immer sehr gern gegessen hat. Also mein Zugang ist tatsächlich übers Essen. Mein Kollege kommt eher aus der Agrarrichtung. Und so, insofern ergänzen wir uns ganz gut. Und ich habe parallel, als ich noch als Kommunikationsmensch in der Finanzbranche war, und aufs Dorf gezogen bin, in der Winsener Elbmarsch, gemerkt, dass es viele Produkte von kleinen Erzeugern häufig gar nicht nach Hamburg reinschaffen, weil
Es liegt an den Mengen, es liegt an den Transportwegen. Es sind meistens 1, 2, 3 Personenbetriebe, die sich keinen eigenen Vertrieb leisten können. Und da hatte ich überlegt, einen Onlinehandel für solche Dinge aufzuziehen, habe das probeweise getestet. Und dann irgendwann bin ich im Zuge dessen auf die Regionalwirt-Idee gestoßen. Es gab zum Tag der Region gab es einen Regionalmarkt in Hamburg und 2 Stände weiter war der Stand von die Ökomelkburen, das sind die mit der muttergebundenen Kälberhaltung. Und die hatten einen Zettel ausliegen, 2 Wochen später, Infoveranstaltung auf dem Hof nördlich von Hamburg mit dem Regionalwirt-Erfinder Christian Hiss aus der Region Freiburg. Wir sind ja nicht die einzige Regionalwirt AG. Und da bin ich dann hingefahren, hatte ich mir einen halben Tag freigenommen und nach der Veranstaltung weiß ich noch, wie es die ganze Nacht quasi in meinem Kopf ratterte, was man mit diesem großartigen Instrument alles machen kann, dass wir das unbedingt hier brauchen. Und dann haben wir eine Gründungsgruppe zusammengetrommelt und dann 1,5 Jahre gebraucht, bis wir dann gegründet haben, 2014. Und seit der Gründung 2014 ist eine ganze Menge passiert. Du selbst bist, wie du schon gesagt hast, in der Kommunikation tätig. Und gute Kommunikation zahlt sich aus. Ihr habt dieses Jahr einen Erfolg verzeichnen können, wahrscheinlich nicht den einzigen, aber ihr habt den sogenannten Metropolitaner Award in der Kategorie Unternehmen gewonnen. Und es würde mich sehr interessieren, was denkst du, weshalb lässt sich eure Mission einer enkeltauglichen Landwirtschaft besonders aus der Metropolregion Hamburg heraus erreichen? Also weshalb ist das sozusagen ein Standortvorteil? Also Hamburg, die Region Hamburg, also unsere Region ist ja Metropolregion Hamburg und der Rest Schleswig-Holsteins, ganz grob, hat einerseits natürlich eine städtische Nachfrage. Sehr viele, Hamburg kann sich nicht ansatzweise selbst mit Lebensmitteln versorgen, sondern ist auf die Region angewiesen. Hat ein sehr hohes Bevölkerungszentrum eben mit Hamburg und der Metropolregion, wo es die entsprechende Nachfrage nach Lebensmitteln und auch nach guten Lebensmitteln gibt. Einerseits und andererseits natürlich ein großes Potenzial an Aktionärinnen und Aktionären. Es ist uns völlig klar, nicht jeder und jede kann sich eine Aktie für 600 € das Stück leisten. Was ist der Minimumpreis? 600 € eine Aktie, okay. Genau. Also ab einer Aktie geht's los. Wir sagen immer, weil für uns der Aufwand bei der Aktienzeichnung ist immer gleich, egal ob jemand 10 oder 200 Aktien zeichnet. Insofern sagen wir immer gerne, wenn es euch möglich ist, dann gerne 2. Aber prinzipiell geht's bei einer Aktie los. Und das braucht man tatsächlich für den Aufbau einer Regionalwirt AG, dass diese beiden Faktoren da sind. Und dafür ist die Region insgesamt eigentlich sehr, sehr gut geeignet, weil wir tatsächlich hohe Nachfrage haben nach Lebensmitteln und nach Aktien und gleichzeitig eine wirklich sehr breit aufgestellte Region, in der es sehr, sehr, sehr viel schon gibt, was man dann ausbauen und vernetzen kann tatsächlich und wo man gucken kann. Mittlerweile haben wir rund 80 Partnerbetriebe und können tatsächlich sehen und abfragen, wo dann Lücken sind. Zu Anfang, wenn man anfängt, ein Netz aufzubauen, hat man 1 oder 2 Knoten und da ist ja erstmal alles Lücke. Und jetzt tatsächlich haben wir ein geknüpftes Netz und können gucken, wo können wir selber noch in die Entwicklung gehen, tatsächlich, wo können wir vielleicht auch noch aktiv Partnerbetriebe akquirieren, die das schon tun, was wir brauchen. Oder müssen wir auch selber mal gucken, was wir an Lücke schließen können und Sachen einfach mal ausprobieren. Und das funktioniert jetzt. Und das macht einfach riesen Spaß, auch mit den Partnerbetrieben zusammen und zu sehen, wie sich das entwickelt und zu sehen, wie Dinge entstehen, die ohne unser Netzwerk gar nicht oder sehr viel schwieriger entstanden wären. Also es ist einfach toll, und dann darüber zu erzählen. Und natürlich so eine große Basis von gut 1600 Aktionärinnen und Aktionären und den Partnerbetrieben mit ihren Kundinnen und Kunden dann zu nutzen, um dann auch eine Publikumsabstimmung zum Metropolitaner Award zu gewinnen. Tatsächlich haben wir gegen die Veranstaltergesellschaft vom Wacken Festival gewonnen und das war sehr, sehr knapp. Also ja, ich hatte ein bisschen Angst tatsächlich, wenn die ihren Verteiler aktivieren und auch nur 10%, was weiß ich, wenn die 300.000 Leute haben, die sie regelmäßig irgendwie informieren, dann nur 10%, dann hat man eigentlich kleine Chance als kleine, wirklich noch relativ übersichtliche Regionalveranstaltung. Aber wir haben es knapp geschafft und waren auch schon in Wacken und haben mit denen geschnackt, was die Regionalisierung und Ökologisierung der Festivalversorgung angeht. Also
weil wir alle wissen, ökologische Landwirtschaft, Nachhaltigkeit grundsätzlich ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Deswegen würde mich als letzte abschließende Frage noch interessieren, wo siehst du euch mit der Regionalwert AG vielleicht in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Was sind deine oder eure Wünsche und Ziele für die Zukunft, wo es sich vielleicht noch hinentwickeln kann oder auch sollte? Also was wir, glaube ich, brauchen insgesamt ist mehr politische Unterstützung, mehr politischer Mut für solche Vorhaben und für die Unterstützung solcher resilienteren Strukturen. Das kann in Städten anfangen, wo dann, also ich glaube, wir brauchen auch sowas, ein Pendant zum sozialen Wohnungsbau, also öffentlich geförderte Flächen, wo sich kleine Erzeuger, Händler, Produzenten ausprobieren können. Weil wenn die normale Hamburger Innenstadtmiete zahlen sollen, plus noch überproportional Personalkosten im Vergleich zu den großen Lebensmitteleinzelhändlern nebenan, die auf einer maximalen Fläche mit minimalen Personal maximalen Umsatz machen, da hat man eigentlich dann preislich keine Chance. Also man muss diese Dinge fördern. Man muss in der Landwirtschaft müssen wir dringend dahin, dass die Förderungen nicht mehr wie bisher hauptsächlich nach Fläche ausgeschüttet werden. Ich bekomme Geld als Landwirt dafür, dass ich einen Hektar Land bewirtschafte, egal was ich drauf mache, wo ich womöglich sogar gesellschaftliche Schäden produziere, was normalerweise keiner möchte, aber der Marktdruck ist dann häufig so, dass man möglichst günstig produzieren muss. Sondern unser Vorschlag ist, dass landwirtschaftliche Betriebe tatsächlich nach ökologischen, sozialen, regionalökonomischen Leistungen bezahlt werden. Die Tools gibt's, das heißt Regionalleistungsrechnung. Super spannender Ansatz, tatsächlich sehr buchhaltungsnah, sehr praxisnah tatsächlich, wie uns Landwirte auch immer sagen. Und wir selbst, glaube ich, werden uns auch in der Region stärker noch lokalisieren. Also die Region ist ja immer noch relativ groß für so ein Vorhaben. Und je mehr Partnerbetriebe wir haben, desto enger können wir auch bestimmte Produktionszusammenhänge knüpfen, desto eher können wir Lücken aktiv schließen. Also zum Beispiel gibt es keine regionale Biomelzerei. Die Biobrauer, also zum Beispiel auch für Wildwuchs hier bei uns, Partner bei uns in Hamburg, die holen ihr Malz in der Regel aus Nordbayern, weil das die nördlichste Biomelzerei ist, die tatsächlich auf 25 Kilo Säcke liefert und nicht auf den Weltmarkt auf große Brauereien ausgerichtet ist. Solche Sachen könnte man tatsächlich sehr schnell regionalisieren, wenn man Fläche und vor allen Dingen Know-how findet. Also Know-how ist tatsächlich, die Leute, die solche Sachen dann machen, das ist tatsächlich eine der eingeschränktesten Ressourcen. Also da sucht man tatsächlich gute Leute, sind Mangelware, die dann auch ein Geschäft machen wollen und die tatsächlich, also auch deshalb müssen alle Betriebe angehalten werden, auszubilden. Weil wenn wir irgendwann keine Landwirte, keine Schlachter, keine Bäcker und so weiter mehr haben, dann wird's tatsächlich schwierig, auch mit einer regionalen Ernährung, weil dann geht das Ganze tatsächlich nur noch industrialisiert über Großbetriebe, was aber auf der anderen Seite ökologisch in der Regel nicht funktionieren kann. So, also da haben wir sehr viele Baustellen und ich habe das Gefühl, angesichts der Baustellen wird es nicht langweilig die nächsten 5 oder 10 Jahre. Und insofern freuen wir uns darauf, da weiterzumachen. Das klingt auf jeden Fall nach ambitionierten Zielen, aber auch danach, dass wenn die Mittel da sind und die klugen Köpfe, das Know-how, das Engagement, dass ihr das auf den Weg bringen könnt. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich bei dir, Ulf Schönheim, und alles Gute weiterhin für die Regionalwert AG Hamburg. Vielen lieben Dank, nochmal vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank nochmal auch an euch an dieser Stelle fürs Zuhören und Zuschauen bei den Future Hamburg Talks. Bis zum nächsten Mal.